Freunde, ich bin in Osaka angekommen, die nächste und tatsächlich sogar die letzte Stadt, die ich in Japan besuchen werde. Ist ein relativ kurzer Hüpfer von Kyoto, also das ist wirklich nur eine Stunde mit Bahn, da braucht man nicht mal Shinkansen fahren, da gibt es eine normale Bahn, die die Route direkt durchfährt, also war jetzt nicht so weit, bin dementsprechend wieder viel zu früh fürs Check-in, wie es irgendwie schon die ganze Reise so ist. Und dementsprechend, wie ich es auch immer besser gemacht habe, wir gucken uns die Nachbarschaft um den Hotel mal rum. Oder Hostel in dem Fall, ich bin in meinem Kapselhotel, das zeige ich euch vielleicht hoffentlich auch später. Und finde erstmal ein 7-Eleven auf, weil 7-Eleven ist Liebe. 7-Eleven ist einfach bester Laden. Die haben immer alles, was du brauchst und du weißt, egal wo lang du läufst, du wirst immer einen finden, weil die sind wirklich irgendwie alle 100 Meter ist halt einer. Und ja, carryt mich durch diese Reise ein bisschen. Nicht so weit weg von meinem Kapselhotel ist Osaka Castle, einer der bekannteren Sehenswürdigkeiten in Osaka wieder. Das ist auch ein Schloss, das viele, viele Jahrhunderte zurückgeht. Es wurde circa so im Jahr 1500 gebaut, wurde aber häufiger zerstört und wieder aufgebaut. Also das ist lange nicht das Original, was hier steht. Wurde ein paar Mal im Krieg zerstört, einmal wurde scheinbar auch noch ein Blitz getroffen. Also es hat schon vieles hinter sich. Weiß aber auch gerade da drin ist wirklich sehr beeindruckend, weil vor allem wie hoch es halt ist. Also das habe ich bisher noch nicht gesehen bei so einem alten japanischen Gebäude, dass der wirklich über so viele Ebenen geht. Ich bin jetzt nicht reingegangen, weil das sieht eher aus wie einfach so ein kleines Museum halt drin, aber ich denke mal von oben, weil es ist dann noch ein bisschen auf eine Höhe halt, hast du bestimmt sehr, sehr coole Ausblicke. Und was ich auch halt so beeindruckend finde, und das ist nicht nur bei Osaka jetzt, sondern bei allen diesen älteren Schlössern in Japan, ist dieser Wassergraben, die diese Schlösser umsingelt. Also wirklich ausnahmslos jeden Schloss, den ich gesehen habe, wird von so einem riesigen Wassergraben umsingelt. Und das finde ich irgendwie sehr cool. Vor allem der hier ist halt nochmal wirklich sehr, sehr groß. Und auch diese Steinwand, diese Felswand, wenn man guckt, wie riesig diese Steine sind und wie auch immer sie zu der Zeit das da so gebaut haben können, das finde ich schon sehr beeindruckend. Also ja, nee, sehr, sehr cool hier. Genau, generell diese japanischen Schlösser haben mir sehr viel Spaß gemacht, umzuschauen, muss ich sagen. So, ich bin in Osakas Zentrum, würde ich mal sagen, angekommen. Ich bin in Dotonbori. Ja, wie man sieht, es ist ganz schön viel los und es wird ja langsam dunkel und nachts ist hier wohl da, wo es auch erst recht abgeht. Wieder sehr, sehr farbenfroher Bereich, erinnert so ein bisschen an Tokio, wobei es auch irgendwie doch auch einen ganz anderen Vibe wiederum hat. Aber mit den riesigen Werbetafeln und so, das gibt es auch wieder dann alles hier. Und was es auch noch sehr, sehr viel gibt, ist halt Streetfood. Also alles mögliche an Streetfood-Stände. Und da sind schon ein paar Sachen dabei gewesen, die ich wirklich, also selbst für mich sehr lecker aussahen. Deswegen, da werde ich auf jeden Fall mal was probieren von. Und ja, guck mal. Aber ich laufe jetzt noch ein bisschen hier durch, mitten in der Menschenmenge und gucken wir mal, wann später was wir zu essen finden. You just give me a...
Höhepunkt der japanischen Kulinarik. Ich zeige ein besseres Bild davon, ich habe Takoyaki gerade bestellt. So, Takoyaki sind Bällchen, dazu kommen wir genau, was für Bällchen das sind. Da ist aber normalerweise so eine eigene Soße drauf, die wohl Barbecue-Soße sehr, sehr ähneln soll und alles mögliche an weitere Gewürze. So, in der Regel ist es gehacktes Oktopus, also diese Bällchen sind eigentlich gehacktes Oktopus. So, ihr wisst ja, Meeresfrüchte und ich sind ja nicht so ein Fan. Und ich habe dementsprechend, ich wollte so eine Alternative bestellen mit Käse drin. Also es gibt auch einen Käse-Teriyaki, das ist eine vegetarische Option. Und das wollte ich eigentlich bestellen, aber ich glaube, das, was ich jetzt habe, ist mit Käse überbacken. Und ich glaube, das sind trotzdem Oktopusbällchen. Wir werden es auf jeden Fall trotzdem essen, also keine Frage. Ich habe jetzt dafür gezahlt, es sieht und riecht auch wirklich sehr, sehr lecker. Deswegen vielleicht wird es auch gehen. Aber dass ich gehacktes Oktopus probiere in meinem Leben, damit habe ich nicht gerechnet. So, ich habe leider nicht genug Hände frei gehabt, meine Reaktion jetzt gerade zu filmen, wo ich das gerade probiert habe. Aber jetzt kommt die Überraschung des Jahres. Das ist richtig lecker. Das schmeckt richtig, richtig gut. Den Oktopus, also ich glaube, warum ich es doch mag, obwohl Oktopus drin ist, du riechst es halt, es riecht halt null nach Meeresfrüchte. Du riechst dann nur diese Gewürze da draußen, es schmeckt dann nur so. Nur wenn du halt ein bisschen anfängst, weil bei dem Oktopus muss man schon relativ viel drauf kauen. Und deswegen, da kommt es vielleicht ein bisschen mehr. Also der Nachgeschmack ist vielleicht für mich da nicht so geil, weil ich glaube, da kommt es im ersten raus. Aber wow, damit nie im Leben habe ich jetzt damit gerechnet. Ey. Ich kann gerade selber nicht so ganz glauben, was hier gerade passiert ist. Wenn die Menschen, die um mich rumlaufen, gerade wissen, was an dieser Ort gerade geschehen ist, dann würden sie, glaube ich, nicht so normal vorbeilaufen. Ich habe es auch wirklich aufgegessen. Guck's mal an, 6 gehackte Oktopusbällchen. Ich muss im Nachhinein sagen, Nachgeschmack fand ich nicht so geil, weil also du musst halt auf diesen Oktopus auch ein bisschen kauen am Ende. Und das war ja dann nicht so meins. Aber nichtsdestotrotz, also alles, das war so geil gewürzt. Und dieses Käse, ich glaube, dieses Käse kommt normal nicht drauf, weil das war ja so ein extra Wunsch. Aber hat irgendwie doch ganz gut dazu gepasst und das war sehr, sehr lecker. Ich glaube, es war Schicksal am Ende. Wie gesagt, ich wollte wirklich eine alternative Variante halt haben. Und als ich es dann bekommen habe, dann dachte ich mir, muss ich probieren. Aber wow, was alles auf dieser Reise passiert. So, ich habe ja eine Roomtour versprochen, denn ich habe im Osaka mal ein Kapselhotel ausprobiert. Also das ist eine relativ bekannte Unterkunftsart in Japan. Ist ja wie ein Hostelzimmer, insgesamt 12 Betten hier drin, aber ihr seht schon da gerade deutlich mehr Privatsphäre als jetzt so ein Standard-Hochbrett im Hostelzimmer. Ja, hier war der DM nicht so schlau, ohne Licht sieht man nicht so viel. Ich habe dafür einfach jetzt in leeren Kapsel gefilmt. Ja, es ist wirklich sehr viel Platz hier drin gewesen. Man sieht auch hier gleich ein eigenes Fernsehen sogar noch dazu. Für ein Kapselhotel war das hier aber schon sehr upmarket. Also normalerweise ist ein bisschen weniger Platz da drin. Aber für was letztendlich ein Hostel ist, wirklich unfassbar sauber. Auch die Badezimmer hier sehr sauber. 25 € die Nacht, ein Schnäppchen für das fand ich. Ach ja, und hier kommt noch natürlich das Highlight, die Toilette. Die hat sogar einen begrüßt. Aber ja, ich liebe japanische Toiletten. Da gibt der Vergangenheitsleben auch einen Daumen hoch. Und man konnte dann sogar genau sehen, wo man spülen musste, weil war ja in der Vergangenheit nicht immer so einfach. Daher Kapselhotel, coole Erfahrung, kann ich auf jeden Fall für ein paar Nächte in Japan empfehlen. Und ja, jetzt würde ich sagen, geht's an Vergangenheitsleben wieder. So, Freunde, es ist der letzte volle Tag in Japan. Voraussichtlich zumindest, je nachdem wie die Flugsituation morgen ist. Ist nicht unmöglich, dass vielleicht sogar noch eins verbracht wird, aber da gucken wir mal. Aber geplant ist heute der letzte auf jeden Fall. Ist aber relativ vollgepackt heute, muss ich sagen. Ich mache jetzt erstmal so einen halben Tagesausflug, würde ich es mal nennen, zu einem kleinen Ort neben Osaka, das Nara heißt. Das war jetzt eine 40-minütige Bahnfahrt, also das ist, wie gesagt, nicht so weit, aber trotzdem ein kleines Stück. Ist eine Stadt, das
deutlich kleiner als Osaka ist und östlich davon liegt. Und das hat vor allem also ein relativ bekannter Park mit freilaufenden Rehe. Also das ist jetzt kein Wildpark, sondern das ist einfach wirklich ein Park mit Rehe. Alles Mögliche. An alle anderen Aktivitäten auch. Also da gibt es auch so eine riesen Statue, da gibt es auch ein paar Tempel. Je nachdem, wie es zeitlich ist, gucke ich mal, was ich da alles besuchen kann. Werde jetzt aber nicht den ganzen Tag hier bleiben, weil ein bisschen von Osaka will ich dann später auch noch sehen. Aber ja, freue mich drauf. Wetter ist mal wieder, muss ich auch sagen, habe noch nicht so viel gesagt. Wetter war bisher wirklich gut. Es hat kaum geregnet, eigentlich immer so um die 20 Grad rum, also super angenehm. Aber ja, damit würde ich sagen, schauen wir uns ein paar Rehe an. Stellt sich natürlich auch ein bisschen die Frage, warum gibt es freilaufende Rehe in irgendeinem Park, in irgendeiner Stadt in Japan? Grundsätzlich, die Rehe sind heilige Tiere in der Shinto-Religion oder Shinto-Mythologie. Die werden als Boten des Götter bezeichnet. Das geht ganz weit zurück. Und warum jetzt speziell hier in Nara und nirgendwo anders findet man das? Ja, es gibt hier einen Schrein in der Nähe und der hat vor allem eine sehr, sehr, große Verbindung halt zu diesen Tieren und deswegen, genau, laufen die halt rum in diesem Park direkt vorm Schrein. Ich schaue mal, ob ich den Schrein danach auch kurz finde. Aber wie gesagt, das ist schon cool irgendwie, weil das ist kein Wildpark oder so. Ich muss jetzt auch keinen Eintritt sein. Das ist einfach ein Park, wo diese Rehe halt frei rumlaufen und schon was ganz anderes. Bin ich auch wieder in Osaka angekommen. Genauer gesagt bin ich jetzt im Downtown Osaka, denn hier gibt es ein relativ ikonisches Gebäude, nennt sich das Umeda Sky Tower. Und es hat schon einen richtig, richtig coolen Design, weil es ist halt so ein Twin Tower Setting, aber ist oben verbunden mit so einem Observatorium scheinbar. Und so, was ich gesehen habe, kann man da auch eben hochgehen selber und eine Aussicht über Osaka sehen. Und ihr wisst ja inzwischen, wie sehr ich auf solchen Aussichten stehe, deswegen gucken wir uns das mal an. Und jetzt nochmal zum Abschluss vom Tag gehe ich jetzt nochmal Ramen essen in der gleichen Kette, wo ich in Tokio war. Und ich habe euch versprochen, ich werde euch ein bisschen zeigen. Und genau, das mache ich jetzt. Also, der Laden, um den es sich handelt, heißt Ichiran Ramen und so funktioniert es. Das erste, was man macht, ist über einen Automat bestellen. Der ist sehr übersichtlich aufgebaut und gibt auch Empfehlungen, wie man sein Ramen am besten zusammenstellt. Also die Bestellung ist schon mal sehr leicht. Der Automat spuckt dann diese 3 Zettel aus. Eins hat das Essen drauf, eins die Getränke und eins welche Zusätze. Ich habe extra Fleisch zum Beispiel dazu bestellt, deswegen noch der 3. Zettel bei mir. Man steht dann relativ lange in der Schlange. Das ist aber in Japan ehrlich gesagt nichts Ungewöhnliches und hier war es auch sehr gut organisiert eigentlich.
Während man wartet, wird nochmal ein Zettel in der Hand gedrückt, wie genau der Ramen jetzt gekocht werden soll. Da gibt es aber auch wieder Empfehlungen, wie es am besten geht. Ich habe diese Empfehlungen weitestgehend verfolgt. Ich glaube, nur beim Knoblauch wollte ich ein bisschen mehr, aber in Tokio hat es ja schon gut funktioniert. Diese Darstellung zeigt das Konzept eigentlich ein bisschen genauer. Da, wo es überall schwarz ist, das sind die ganzen Tische. Also sitzen wirklich alle nebeneinander. Da, wo es gerade grün leuchtet, das sind quasi die frei sind. Und hier in der Mitte, wo man nichts sieht, das ist die Küche. Also quasi zwischen den Tischen wird halt die ganze Zeit das Essen vorbereitet. Ich wollte das jetzt nicht zu viel filmen, weil ich auch die Leute beim Essen nicht belästigen wollte. Von diesen 3 kurzen Aufnahmen versteht ihr hoffentlich das Konzept ein bisschen genauer. Man hat es auch gerade gesehen, hier sieht es am Platz aus. Beiden Seiten gibt es Trennwände, das heißt, man hat absolute Privatsphäre. Und sobald mein Zettel von der Küche angenommen wird, geht auch eine Jalousie vor mir runter. Dann ist man wirklich vollkommen für sich alleine. Wenn man was nachbestellen will oder eine Frage oder Beschwerde hat, das klappt hier natürlich alles auch. Man muss dann einfach nur auf dieses große rote Knopf drücken. Japan ist übrigens einer dieser tollen Länder, wo man kostenloses Wasser bekommt. Und um das hier auch sicherzustellen, hat man so sein eigenes Wasserhahn gehabt. Direkt danach kam dann mein Getränk, da es mein letzter Abend in Japan war, habe ich mir ein Bier geholt. Und da sieht man ganz gut, wie es funktioniert. Jalousie geht hoch, ich bekomme ein Bier, ich sehe auch wirklich nur die Hände von der Bedienung/Koch, also ja, bleibt alles sehr privat. Und wenig später kamen diese 2 Hände nochmal und dann habe ich das Essen bekommen. Das, was ihr alles sehen wolltet. Und ich sag's euch, das war so lecker. Diese Brühe, dieses Fleisch, wie es gekocht war, diese Nudeln, oh, es war so gut. Und weil man da auch alleine ist, keiner bekommt die Sauerei mit, die man da gerade selber anstellt, denn mit Stäbchen Ramen zu essen war für mich als First Time eine Herausforderung, aber war alles wert. So lecker. Und aus diesem Grund muss ich Ichiran Ramen für jeden, der nach Japan kommt und sich mit Ramen nicht so auskennt, uneingeschränkt empfehlen. Für mich der Fund des Trips in Japan. Es ist natürlich super, super anfängerfreundlich, halt für mich. Wird ja auch quasi alles vorgegeben, wie es ja am besten passt. Aber ich glaube, selbst für die Leute, die auch Ramen so oder so gerne essen, ist das wirklich eine geile Option. Die Rezensionen in Google sind ja auch wirklich auch sehr, sehr gut für die Leute, die sich auch scheinbar auskennen. Und fantastische Erfahrung, ohne Witz. Und jetzt habe ich damit, durch diesen Laden jetzt, habe ich wirklich eine neue Liebe zu Ramen gefunden. Jetzt möchte ich jetzt, wo ich in Deutschland bin, auch deutlich mehr jetzt essen. Genau, deswegen, ich tue es jetzt, schreibe es hier nochmal runter. Die heißt Ichiran Ramen, uneingeschränkte Empfehlung. Richtig, richtig geil. Und damit ist das Kapitel Japan auch zu Ende. Ja, ich bin gestern Abend noch ein bisschen durch Dotonbori gelaufen, habe noch versucht, eben die letzten Japan-Feelings noch ein bisschen mitzunehmen, ein bisschen zu fühlen. Habe die Kamera da nicht mitgenommen, aber ich habe euch ja Dotonbori am vorherigen Tag schon mal gezeigt. War aber nochmal sehr, sehr cool, da nochmal durchzulaufen. Und ja, jetzt bin ich bei meiner nächsten Destination angekommen. Wo das genau ist, verrate ich erst im nächsten Video. Aber wenn ich gerade so rechts neben mir gucke, was ich hier aus dem Fenster sehe, das ist schon sehr, sehr wild. Aber bei dem Cliffhanger lassen wir es jetzt erstmal. Aber ein Fazit zu Japan soll es ja schon geben, auch wenn es mir ein bisschen schwer tut, weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Japan war so ein besonderes Erlebnis. Ich bin ja wirklich extrem dankbar, dass ich in den letzten Jahren viel in die Welt gereist bin und wirklich auch unterschiedliche Ecken gesehen habe. Nichts kommt nahezu an was es in Japan war. Es war wie in einem ganz anderen Planet plötzlich zu sein. Aber wirklich in einem sehr positiven Sinne. Das war einfach so eine ganz, ganz, ganz andere Erfahrung. Als Soloreise für mich auch super interessant. Also es war auch super herausfordernd. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber ich meine, stell dir vor, das erste Mal, wo ich in meinem Leben in einem japanischen Restaurant war in einem Restaurant in Tokio und das noch alleine. So bescheuert muss man auch erstmal sein. Aber ich bereue gar nichts. Und wie gesagt, ich habe jetzt echt eine Liebe zu Ramen gefunden. Ich habe ja auch ein paar andere japanische Gerichte gehabt. Und eigentlich, ich glaube, insgesamt von 6 von 8 Nächten, wo ich dort war, habe ich auch japanisch gegessen. Ich habe einmal Burger gegessen und ich bin einmal nepalesisch, glaube ich, sagt man, essen gegangen. Weil das war ein Restaurant, wo ich da in der Nähe war, das wirklich cool aussah. Aber sonst habe ich tatsächlich das durchgehalten, dass ich wirklich nur japanisch esse. Auch das Verhalten der Menschen, also bis man sich daran adaptiert, das dauert halt schon echt lange. Also zum Beispiel, wenn man sich bedankt, du sagst ja nicht Danke, du musst ja gar nichts sagen. Du beugst dich halt.
So macht man das da. Das habe ich dann relativ schnell rausgehabt. Ich muss zugeben, das hat mir ganz gut gefallen irgendwann. Aber auch dieses Geordnete, so wenn sie in die Bahn einsteigen, dass es da so Streifen gibt und da ist es wirklich komplett geordnet. Ich meine, in Deutschland könntest du auch solche Streifen an den Bahngleisen machen, aber denkst du, irgendjemand würde sich da dran halten? Weiß ich jetzt nicht. Aber das funktioniert halt dort. Das funktioniert dort, die Menschen achten aufeinander und das Gefühl, das Zusammenleben dort, das funktioniert einfach auch gut. Ich glaube, von den Orten, wo ich war, hat mir Tokio insgesamt am besten gefallen. Ich habe es ja schon mal in einem Video angesprochen gehabt. Ich würde sagen, oder ich würde die Stadt als organisiertes Chaos bezeichnen. Aber war einfach mega cool, da durchzulaufen. Das ist eine riesen Stadt. Ich war jetzt da 4 Tage und ich sag's ehrlich, das war nicht genug. Tokio kann man länger machen und ich glaube nicht, oder beziehungsweise sollte man auch länger machen. Und ich glaube nicht, dass es viele Städte gibt, wo ich sagen würde, 4 Tage sind nicht genug, aber Tokio gehört auf jeden Fall dazu. So viel zu sehen, so viele unterschiedliche Orte, auch Tagesausflüge, wo man hingehen könnte und generell einfach ein super interessanter Ort und dann nachts war es auch noch ein ganz, also Tokio Tag und Tokio nachts ist auch nochmal 2 ganz unterschiedliche Paar Schuhe und glaube insgesamt war das mein Favorit. Kyoto war dann wirklich nochmal ganz anders, deutlich ruhiger, keine kleine Stadt, also es ist schon trotzdem echt groß, ich glaube, es ist auch eine Millionenstadt, wobei da bin ich mir nicht so sicher, aber wie gesagt, deutlich ruhiger, aber dafür deutlich mehr dieses japanische Kultur, also in Kyoto, egal, in jeder Straße war zumindest irgend so ein kleiner Schrein, aber war irgend so ein Tempel. Und da, wo ich war jetzt beim Schloss im Zentrum, bei Fushimi Irani. Das sind so die bekanntesten Orte, würde ich sagen, dort. Aber es gibt so viele unterschiedliche Schreine. Also wenn man wirklich in die japanische Geschichte eine große Interesse hat, dann glaube ich, bietet Kyoto ehrlich gesagt alles an. Und dann noch Osaka. Osaka, das war auch eine sehr wilde Erfahrung. Das hat weder mit Kyoto noch mit Tokio irgendwie wirklich so viel Parallelen, wobei vielleicht eher zu Tokio, weil Osaka ist ja die zweitgrößte Stadt in Japan und wenn nur Tokio größer ist, dann weiß man auch, dass es relativ groß sein muss. Aber das hat mir auch super gut gefallen. Das ist auf jeden Fall die Partystadt, würde ich sagen. Also die Stadt erweckt erst recht nachts. In Dotonbori geht es halt da dann komplett ab. Wie gesagt, da sind eben Bars und Clubs und alles Mögliche. Da sind aber auch eben diese ganzen Streetfood-Stände, also Osaka ist wohl auch so die Essenshauptstadt Japans. Wie gesagt, Takoyaki auf jeden Fall probieren, da bin ich Osaka sehr dankbar, dass ich die Erfahrung auch durchmachen müsste. Wer hätte das gedacht? Also Osaka auch nochmal wirklich ein sehr cooler Abschluss. Und auch wenn ich wirklich fast nur Positives über Japan zu sagen habe, ich bin trotzdem relativ froh, dass ich 8 Tage da am Ende nur geblieben bin. Ich glaube, die Entscheidung war richtig, weil es war einfach so viel, dass mein Gehirn quasi aufnehmen musste. Das waren so viele Eindrücke. Und dann bist du auch selber in Situationen versetzt, wie gesagt, wo du in Restaurants bist, wo du nicht mal wirklich weißt, was genau bekommst du jetzt. Oder wie gesagt, wenn du in irgendwelche Also einfach so simple Sachen wie Bahnfahren, so das einfach alles alleine rauszufinden, das nimmt schon sehr viel aus einem raus und deswegen, das war schon in Ordnung so am Ende, aber ich bin mir ganz sicher, wenn jetzt jemand noch dabei gewesen wäre, 2,5 Wochen wären locker drin gewesen und ich will auch auf jeden Fall nochmal wieder zurück nach Japan, auch für längere Zeit und ich will dann, glaube ich, auch nicht nur die Orte sehen, wo ich schon mal war, sondern auch auf jeden Fall, vielleicht auch ein bisschen ländlicher Bereich gehen, vielleicht so ein bisschen an der Küste, weil es war am Ende, war es ja wirklich eine reine Städtereise, was auch okay war, war auch so sehr interessant, aber auch eine andere Seite von Japan würde ich auch gern sehen, aber die Tür ist ja noch offen, deswegen und eines Tages, hoffe ich, dass es sich ergibt. Ne, auf jeden Fall, würde sagen, mit den Japan-Folgen war es das erste Mal, aber ja, die Reise geht ja weiter und ja, im nächsten Vlog freue ich mich sehr drauf, euch eine andere Stadt in Südostasien ein bisschen zu zeigen. Bis dahin aber, bye bye.